Hallo zusammen, ich bin der Bünzli und das ist Bünzli Breaking, die Show, wo wir uns freiwillig durch politische Vorlagen wühlen, damit ihr das nicht müsst. Diese Woche geht es um ein Thema, das etwa so sexy ist wie ein Kondom gefüllt mit Katzenfutter, aber leider deutlich mehr Einfluss auf euer Leben hat. Individualbesteuerung. Das Parlament sagt ja, 10 Kantone sagen nein und alle tun irgendwie so, als ging es da um Gerechtigkeit. Während sie eigentlich darüber streiten, welches Familienmodell jetzt steuerlich bevorzugt werden soll. Wir schauen uns an, was die Vorlage wirklich macht, wer profitiert und wer drauf zahlt. Und wieso wir bei Bünzli Breaking irgendwie beides scheiße findet, aber trotzdem findet, dass man das Ding annehmen sollte. Nicht weil es gut ist, sondern weil der Status quo noch dümmer ist. Wir machen für die Abstimmungen jetzt 2 Videos pro Woche, sonst immer eins, wo wir durch den Sondermüll von der Schweizer News catchen. Und wenn ihr auch ein bisschen besser informiert sein wollt, dann gibt es da unten ein Abo-Feld, das ihr anklicken könnt. Für euch gratis, für uns eine grosse Hilfe. Am 20. Juni 2025 hat das Parlament das Bundesgesetz über die Individualbesteuerung verabschiedet. Es handelt sich um einen indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung, Steuergerechtigkeitsinitiative. Gegen dieses Gesetz wurde das Referendum ergriffen, deshalb stimmt die Bevölkerung darüber ab. Und wir von Bünzli Breaking findet der Initiativtitel schon fast erträglich. Die Kernfrage lautet, soll der Zivilstand weiterhin eine steuerlich relevante Kategorie sein oder nicht? Die Vorlage beantwortet diese Frage mit Nein. Künftig soll jede Person ihr Einkommen und Vermögen individuell versteuern, unabhängig davon, ob sie verheiratet ist oder nicht. Aktuell werden verheiratete Paare gemeinsam besteuert, unverheiratete Personen hingegen individuell, selbst dann, wenn sie faktisch als Paar zusammenleben. Das bedeutet, die Einkommen und Vermögen von Ehepaaren werden zusammengerechnet, was sie schneller in höhere Progressionsstufen bringt. Das führt zu 2 Effekten. Traditionelle Familien, wo eine Person mehr verdient als die andere, werden steuerlich bevorzugt. Ehepaare mit vergleichbarem Einkommen zahlen mehr. Implikation ist klar. Die Weiber müssen ja nicht arbeiten, dann zahlen sie auch weniger Steuern. Also eine Ehe auf Augenhöhe, 2 Einkommen von 2 Erwachsenen, 2 Menschen mit eigener Existenz, wird steuerlich bestraft. Beides ist systemisch bedingt und beides ist schwer zu rechtfertigen, wenn man den Anspruch erhebt, dass gleiche wirtschaftliche Verhältnisse gleich besteuert werden sollen. Bei Ehepaaren werden Einkommen und Vermögen zusammengerechnet. Dadurch steigen sie schneller in höhere Progressionsstufen auf. Um das abzufedern, existieren Sondertarife und Abzüge für Verheiratete. Das Resultat ist ein kompliziertes Geflecht aus Korrekturmechanismus, das zwar Ungleichheiten abfedern soll, sie aber auch reproduziert, je nachdem, wie die Einkommen innerhalb der Ehe verteilt sind. Unverheiratete Personen werden individuell besteuert, auch wenn sie zusammenleben oder Kinder haben. Ihre Einkommen werden nicht zusammengerechnet, sie bleiben dadurch häufiger in tieferen Progressionsstufen. Das führt dazu, dass 2 Haushalte mit identischer wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit unterschiedlich besteuert werden, einzig aufgrund des Zivilstandes. Also, wir haben 2 identische Haushalte. Kind, Einkommen, alles gleich. Aber die eine zahlt mehr Steuern als die andere, weil die eine Familie hat einen Trauschi. Ich habe ohnehin nie verstanden, was so eine Ehe eigentlich soll. Oh, mein Kackäffli, ich liebe dich so sehr. Lass uns mal den Staat in unser Sexleben involvieren. Die Diskussion um die Abschaffung der Heiratsstrafe ist nicht neu. Bereits 2020 erhielt der Bundesrat vom Parlament den Auftrag, eine Vorlage zur Einführung der Individualbesteuerung auszuarbeiten. Parallel dazu wurde 2021 die Volksinitiative für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung eingereicht. 2025 entschied sich das Parlament für einen indirekten Gegenvorschlag in Gesetzesform. Das Initiativkomitee zog seine Initiative bedingt zurück. Wird der Gegenvorschlag angenommen, ist die Initiative vom Tisch. Wird er abgelehnt, kann sie wieder aktiviert werden. Demokratisch ist das alles
korrekt, übersichtlich ist es eher nicht. Und verständlicherweise wird es spätestens dann schwierig, wenn ich euch jetzt erklären muss, dass wir über einen Gegenvorschlag zu einer Initiative abstimmen, die vor 5 Jahren eingereicht worden ist, wo halt nicht zur Abstimmung kommt, wenn wir dem Gegenvorschlag zustimmen, über den wir jetzt gerade abstimmen. Ja, irgendwie so. Künftig reicht jede verheiratete Person eine eigene Steuererklärung ein. Einkommen wie Lohn oder Rente werden individuell versteuert. Vermögen wird nach Eigentumsverhältnissen aufgeteilt. Gemeinsame Konten hälftig, Liegenschaften gemäß Grundbucheintrag. Kinderbezogene Abzüge bei der direkten Bundessteuer werden zwischen den Eltern hälftig aufgeteilt. Ja, eine Person, eine Steuererklärung. Eigentum zu Eigentum. Einkommen zu Einkommen. Es tönt fast so, als hätte da mal jemand 5 Minuten nachgedacht. Für alle, verheiratet oder unverheiratet, gilt künftig derselbe Steuertarif. Der Zivilstand verliert seine steuerliche Relevanz. Um Familien zu entlasten, wird der Kinderabzug bei der direkten Bundessteuer von 6.800 auf 12.000 Franken erhöht. Damit sollen insbesondere Mehrbelastungen für Familien abgefedert werden. Die Reform führt zu einer Entlastung bei der direkten Bundessteuer von rund 630 Millionen Franken pro Jahr. Davon entfallen rund 130 Millionen auf die Kantone, da diese an den Bundeseinnahmen beteiligt sind. Auch die Kantone müssen die Individualbesteuerung einführen, behalten aber ihre Steuerhoheit. Tarife und Kinderabzüge legen sie weiterhin selber fest. Das ist so ein vorsichtig austariertes Verschieben von Lasten, damit es insgesamt weniger wehtut. Also überhaupt nichts Revolutionäres, aber dennoch ein Schritt in die Richtung von der Gleichbehandlung von allen. Die Wirkung hängt stark von der Einkommensverteilung ab. 2 ähnlich hohe Einkommen zahlen tendenziell weniger Steuern, ein Haupt- und ein Nebeneinkommen dagegen tendenziell mehr Steuern. Rentner-Ehepaare mit 2 Renten werden oft entlastet, Familien mit einem Einkommen belastet, trotz höherem Kinderabzug. Je höher das Gesamteinkommen, desto stärker fallen Entlastung oder Mehrbelastung aus. Wenn 2 Einkommen heute der Normalfall sind, dann nicht aus Lifestyle-Gründen, sondern weil das Leben jedes Jahr teurer wird und ein Lohn schlicht nicht mehr langt. Die Schweiz wird immer produktiver. Was früher mal 3-4 Personen gebraucht hat, macht heute eine Person in wenigen Stunden. Trotzdem, während Profit das widerspiegelt, machen es die Löhne nicht. Unverheiratete werden bereits heute individuell besteuert, sind aber dennoch betroffen. Durch Anpassungen am Steuertarif zahlen viele mit tieferen oder mittleren Einkommen weniger direkte Bundessteuern. Personen mit hohen Einkommen zahlen tendenziell mehr. Unverheiratete mit Kindern und tiefen oder mittleren Einkommen zahlen weiterhin keine direkte Bundessteuer. Ja, wir sind wieder da. Ursli, heb deine Schelle. Hohe Einkommen sind irgendwo von 150.000 oder 180.000 Franken im Jahr oder noch mehr. Und auch da, wenn wir die Reichen endlich mal vernünftig besteuern würden, dann wäre die komplette Steuerlast einfach nur gerecht verteilt. Tönt schon revolutionär, oder? Und eine gerechte Verteilung heisst, dass Kondom mit Rassenfutter Ein zentrales Argument von Bundesrat und Parlament betrifft die Arbeitsanreize. Heute wird das Zweiteinkommen in einer Ehe auf dem bereits höheren Einkommen des Erstverdieners besteuert. Das zusätzliche Einkommen landet damit schnell in einer hohen Progressionsstufe. Künftig wird es separat besteuert, meist zu einem tieferen Satz. Das erhöht den Anreiz, ein Pensum zu erhöhen oder überhaupt erwerbstätig zu sein. Davon sollen Wirtschaft, Sozialwerke und letztlich auch die Gleichstellung profitieren. Ja, muss ich da überhaupt noch etwas dazu sagen? Niedrige Einkommen werden aktuell nach höherer Progressionsstufe besteuert. Wenn Miss Wiebe eine eigene Karriere haben, dann hätte sie mich schon lange verloren. Die Einführung der Individualbesteuerung bedeutet rund 1,7 Millionen zusätzliche Steuererklärungen pro Jahr. Die Kantone müssen ihre Verwaltungen entsprechend anpassen. Gleichzeitig entfallen gewisse Sonderregeln. Heirat, Trennung oder Scheidung erfordern keine steuerliche Sonderbehandlungen mehr. Viele Angaben werden bereits heute separat deklariert. Ja,
Der zusätzliche Aufwand ist real, aber nicht so schlimm, wie ein Gegner darstellt. Auf der einen Seite stehen klar die zusätzlichen Steuererklärungen, auf der anderen aber fallen Systemwechsel durch Heirat, Trennung, Scheidung, Verwitwung, Progressionseffekt und alle möglichen Kombinationen weg. Also ja, es gibt zwar mehr Steuererklärungen, die sind aber auch erheblich einfacher. 10 Kantone haben das Kantonsreferendum ergriffen. Ihre Hauptkritikpunkte sind ein unnötiger Systemwechsel. Die Heiratsstrafe hätte auch ohne grundlegenden Umbau korrigiert werden können. Es schafft neue Ungleichheiten. Ehepaare mit nur einem Einkommen werden stärker belastet. Es gibt keine gezielten Entlastungen für diese Haushalte. Hohe Verwaltungskosten durch zusätzliche Steuererklärungen und Folgewirkungen auf Prämienverbilligungen, Stipendien und Kita-Tarife, die neu geregelt werden müssen. Kurz gesagt, die Reform sei teuer, kompliziert und sozial unausgewogen. Und wir haben doch schon festgestellt, dass wir da einfach einen bürokratischen Scheisshaufen durch einen kleineren bürokratischen Scheisshaufen austauschen. Bundesrat und Parlament halten dagegen. Abschaffung von Heiratsstrafe und Heiratsbonus, die Gleichbehandlung unabhängig vom Zivilstand, eine Entlastung der Mehrheit der Steuerpflichtigen, die Förderung der Erwerbstätigkeit, eine Stärkung der finanziellen Eigenständigkeit und mehr Systemklarheit. Ja, machen wir es kurz und ehrlich. Die Individualbesteuerung ist kein schönes Gesetz. Sie ist technisch kühl, wenig revolutionär und löst nicht alle sozialen Ungleichheiten. Sie bestraft gewisse Familienmodelle und verlässt sich stark auf Erwerbstätigkeit als gesellschaftliche Norm. Aber das heutige System ist schlechter. Solange der Staat an Ehe als steuerlich relevanter Institution festhält, reproduziert er zwangsläufig Ungleichbehandlung. Die Individualbesteuerung zieht da zumindest eine saubere Linie. Der Mensch zählt, nicht der Zivilstand. Unser eigentlicher Take geht weiter. Die Ehe als lebenslanges staatliches Konstrukt ist ein Relikt. Wenn schon, dann wäre sie als jährlich erneuerbares Versprechen denkbar oder gar nicht. Aber solange sie existiert, sollte sie keine steuerliche Macht über individuelle Lebensentwürfe haben. Darum sagen wir, beide Optionen sind scheiße. Aber das ist die weniger schädliche. Die Empfehlung von Bünzli Breaking: Ja zu der Individualbesteuerung. Nicht aus Begeisterung, sondern als Schadensbegrenzung. Ja. Ja, ich bin jetzt paranoid wegen Mike und habe so dumm weggeschaut. Teleprompter steht doch eine Scheiße. Besser. Komisch betont gewesen. Aber das Shit jetzt zum 3. Mal führen, weil ich nicht ankriege, eine anständige Aufnahme auf die Reihe zu bringen. Ah, praktisch wieder den Teil. Leg du mir. Wow. Das macht der Rant jetzt sicherlich lang genug, um eine vernünftige Flashbang-Überleitung zu machen. Hier mit Katzenfutter gefüllt und dann tiefgefroren werden,